Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ich euch vor ein paar Wochen den XXL Knoppers gezeigt habe, dachte ich mir, zeige ich euch heute den neuen Knoppers Nussriegel, ebenfalls in einer XXL-Version. Dafür zunächst eine Kastenbackform mit etwas Öl einfetten, dann möglichst glatt mit einem Bogen Frischhaltefolie auskleiden und anschließend zur Seite stellen. Weiter geht's mit der Karamellschicht, dafür 300 Gramm weiche Karamellbonbons, 75 Milliliter Sahne und 50 Gramm Butter in einen Topf geben, bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen und die Karamellbonbons unter ständigem Rühren schmelzen lassen. Sobald die Bonbons komplett geschmolzen sind, den Topf vom Herd ziehen, jetzt 100 Gramm geröstete und gehackte Haselnüsse dazugeben, die Haselnüsse einmal kurz unterrühren und die Haselnuss-Karamellmasse anschließend in die vorbereitete Backform füllen. Alles etwas glatt streichen und die Backform anschließend wieder zur Seite stellen. Als nächstes kümmern wir uns um die Schoko-Haselnuss-Schicht, dafür 200 Gramm Vollmilchschokolade, 150 Gramm Nuss-Nougat, 75 Gramm Zartbitterschokolade und 75 Gramm Nutella in eine Rührschüssel geben, dann bei 700 Watt für 45 bis 60 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen, alles einmal gut umrühren, eventuell nochmals für 30 bis 45 Sekunden in die Mikrowelle stellen und das Ganze so lange wiederholen, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Zum Schluss ebenfalls 100 Gramm gehackte und geröstete Haselnüsse zur Schokoladenmasse geben, die Haselnüsse unterrühren und anschließend ebenfalls in die Backform gießen und gleichmäßig glatt streichen. Als nächstes für die beiden Waffelschichten je 2 Waffelplatten mit den Maßen der Kastenbackform, hier 30 x 10 cm, mit etwas geschmolzener weißer Schokolade zusammenkleben. Eine der beiden Waffelplatten zur Seite legen und die andere vorsichtig auf der Haselnuss-Schokocreme andrücken. Die Backform nochmals zur Seite stellen. Als nächstes für die Milchcreme 25 ml Milch und 50 Gramm Kaffeeweißer in einer kleinen Tasse oder Schüssel verrühren, bis sich der Kaffeeweißer komplett aufgelöst hat und die Milch richtig schön zähflüssig vom Löffel herunterläuft. Die Milch danach zusammen mit 150 Gramm weicher Butter und 75 Gramm Puderzucker in eine Rührschüssel geben, mit einem Mixer für etwa 1 bis 2 Minuten verrühren, so lange bis alles richtig schön weiß und cremig ist. Dann 125 Gramm weiße Schokolade schmelzen, die Schokolade zur Buttermischung gießen und für weitere 1 bis 2 Minuten untermixen, bis daraus eine richtig fluffige Creme entstanden ist. Die Creme danach ebenfalls in die vorbereitete Backform geben, alles einmal gut glatt streichen und den Knoppersriegel anschließend mit der zweiten vorbereiteten Waffelplatte abschließen. Zum Schluss noch 100 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, auf die Waffelschicht gießen und mit einem Pinsel gleichmäßig dick darauf verstreichen. Danach kommt die Backform zum Aushärten in den Kühlschrank für mindestens 3 bis 4 Stunden, am besten aber über Nacht. Dann aus dem Kühlschrank holen, den Nussriegel an der Frischhaltefolie aus der Form heben, vorsichtig auf die Arbeitsplatte stürzen und die Frischhaltefolie entfernen. Danach die Arbeitsplatte mit Backpapier auslegen, mittig 2 gleich große Kaffeetassen darauf platzieren, dann den Knoppersriegel auf die Tassen setzen und mit 300 Gramm geschmolzener Vollmilchschokolade übergießen,
bis der gesamte Riegel mit Schokolade bedeckt ist. Zum Schluss die Oberfläche des Schokoriegels mit einem Föhn kurz heiß abföhnen, um die wellenförmigen Streifen auf der Oberfläche darzustellen. Und wenn das erledigt ist, müssen wir lediglich noch die Schokoladenspitzen am unteren Rand entfernen und den Knoppers Nussriegel komplett aushärten lassen. So sieht das fertige Ergebnis dann aus. Jetzt schneide ich den Schokoriegel noch einmal an. Alle Schichten sind wunderbar zu erkennen. Hier nochmal ein Original daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.